Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr sehen könnt, ein neues Modellauto, ja, wieder ein Mercedes. Und zwar den Mercedes E500 bzw. 500e, ja. Und zwar in diesem schönen Almandinrot, ja, im Maßstab 1:18 von der Firma Norref. Vielleicht hier eine Anekdote hier zum Wagen. Und zwar wurde dieser Wagen hier in Zuffenhausen gebaut. Ja, was? Zuffenhausen, werdet ihr euch wahrscheinlich fragen. Da kommen doch normalerweise eher Sportwagen her, ne? Ja, aber Mercedes hat offenbar ein Problem gehabt mit der Fertigungsstraße. Und zwar die Breite dieses 500es war offenbar zu breit für den Motor, sodass sie im Prinzip den nicht fertigen konnten. Dann haben sie Porsche gefragt, ob sie es bei ihnen zu Hause machen können. Und die haben natürlich gesagt, ja, wir haben Platz. Und für sowas hat man doch gerne Platz, oder? Also, so ist das hier quasi mehr oder weniger ein halber Porsche. Ja, schauen wir uns gleich das Modell natürlich hier von nahem an. Die Front, sehr typisch, ja, wie Mercedes halt damals war, mit dem großen fähigen Grill, diese riesigen, sag ich mal, Frontscheinwerfer, ja, viereckigen, markante Blinker. So kennt man es mit Scheibenwischer, ja, für die Scheinwerfer. Und der Stern oben drauf. So muss das natürlich sein. Ich zeige euch schnell den Kofferraum. Also der Motor, ne, ist gut gemacht. Hier steht auch sogar Mercedes-Benz drauf auf dem Motorblock. Und ja, also wie gesagt, man hätte natürlich immer mehr detailliert arbeiten können. Ihr kennt ja meine Meinung, aber das geht in Ordnung. Ja. Die Seite, ja, E-Klassen-typisch, das war auch das Auto, wo übrigens die E-Klasse mit eingeführt worden ist. Ja, also der Modellpflege hatte man das Auto dann von 500e in E500 umbenannt. Und wie ihr sehen könnt, hier ist eine markante Linie, ja. Die Sakko-Leiste, ja, von Bruno Sakko, dem Designer dieses Fahrzeugs, genauso wie vom 190er BB-Benz und den W126er, die ich alle natürlich schon vorgestellt habe. Und die Felgen hier auch sehr passend, ja, sehen sehr gut aus, passend zum Wagen. Das Heck, auch wieder Mercedes-typisch, ne, wer kennt es nicht, also das ist ja wohl, ja, das markanteste Heck von Mercedes, sage ich mal, bis jetzt gewesen. Ja, diese Führungen, die klaren Kanten, sage ich mal, ne, wir schauen rein. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Innen drin mit Teppichimitat ausgekleidet, so muss das sein. Ansonsten jetzt nichts irgendwie Spektakuläres. Der Mercedes-Stern ist dran und hier eine Andeutung der Antenne. Ja, schauen wir mal in den Innenraum rein. So, wie ihr sehen könnt, wenn es mal scharf schaltet. Beiger Innenraum, ja, das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Die Türverkleidungen sind auch recht detailliert gemacht worden. Ja, hier hinten. Die Details hätten natürlich noch etwas mehr sein können, ne? Ist klar. Aber das geht schon in Ordnung. Ne? Das Lenkrad, ja, man kann alles erkennen. Angedeutet ist noch ein Schiebedach, das kann man leider nicht öffnen. Ne? Also hier oben. Und die, ja, Beifahrerseite sieht so aus. Sehr detailliert. Mittelkonsole. Und natürlich Teppichraum. Auch sehr edel. Hier in der Mitte. Holzablage. Und ja, relativ klassisches Modell, wie gesagt. Was zu bemängeln ist, ist hier, wie ihr sehen könnt, der Spaltmaß bei den Türen. Das finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Also das erinnert mich wie beim BB-Benz, den ich ja auch schon vorgestellt hatte. Da war das auch so. Das wäre jetzt die Frage, ist das bei euren Modellen auch so, wenn ihr den habt? Sagt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, das ist auf jeden Fall eine Kritik, die ich hier äußere. Was seid ihr zu dem Fahrzeug? Wie gesagt, ich habe auch schon andere Modellautos vorgestellt von Mercedes, einige. Dazu hier die Playlist. Schaut gerne vorbei, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.